Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Woche jetzt in Simbabwe mit uns. Wir sind René und Yvonne mit unserem Toyota HZJ 79 Tempo, der uns seit Anfang 22 treu und stur durch und über alle Hindernisse bringt, die Afrikas Pisten ihm in den Weg stellen. Bisher ohne größere Probleme unterwegs, kämpfen wir doch seit einigen Wochen mit unseren Batterien und Undichtigkeiten in unserer Wasseranlage. Kommt mit und schaut uns über die Schulter, wie wir damit umgehen. Viel Spaß dabei! Die erste Amtshandlung am Morgen ist erstmal die Dichtheitsprüfung der Wasserpumpe. Das erscheint nämlich sehr wichtig. Das Ding durfte jetzt über Nacht mal durchtrocknen, mein Babisch. Legen wir hier zur Seite. Ja, Silikondichtmasse fühlt sich trocken an. Und jetzt bauen wir uns ein Prüfgerät da unten drunter, nämlich einfach einen Lappen. Und wenn der nachher nass ist, dann wissen wir genau, das System ist nicht dicht. Jetzt schließen wir die einfach mal schnell hier an. Provisorisch. Zack. Also laufen tut sie schon mal. Jetzt muss er sich halt mal durchpumpen. Soweit sieht sie erstmal trocken aus. Jetzt holen wir mal unseren Lappen hier raus. Und stehen anfasse, der ist schon feucht. Das ist sehr schlecht bis Pünktchen, Pünktchen. Das ist nicht das, was ich will. Ich hätte gerne ein trockenes System. Soeben habe ich einen neuen Übeltäter entdeckt. Und zwar tropft es hier oben raus aus dem Rückschlagventil. Das ist ja noch ein angenehmes Problem. Da werden wir uns direkt mal mit dem Laserman bewaffnen und hoffen, dass es nur die Verschraubung ist. Ich gebe ja zu, ich habe ja bei uns im LKW mittlerweile fast alle Kunststoffverbinder gegen Edelstahlverbinder ausgetauscht, weil die Kunststoffverbinder doch ganz gerne immer mal irgendwann irgendwie ein Haarriss bekommen und dann kommt da das Wasser raus. Und es kommt immer noch ein Tropfen raus. Mist. Okay, man kann es aber jetzt hier direkt erkennen. Wenn ich den hier anfasse, der ist hier, in Wahrheit ist das Ding hier locker. Das heißt, der ist da abgerissen, der Stutzen. Wir müssen uns einen anderen, entweder brauche ich ein Stück Schlauch und baue den raus. Oder aber ich brauche irgendeinen Verbinder dazwischen. Und was wir halt direkt erkennen können, da kommt jetzt das Wasser hier raus, was ich nicht will. Der ist auf beiden Seiten ist der hier abgeknackt. Und die Reste stecken da noch drin. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir da an alternativem Flickmaterial da haben. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier einen Verbinder finde. In dieser Zauberschachteln. So, jetzt habe ich hier den Verbinder hier eingebaut. Hier oben mit einer Schraube das Ding dicht gemacht. Also ob es dicht ist, dann müssen wir gleich mal die Dichtheitsprüfung machen. Jetzt wische ich nur erstmal hier alle alten Wassertropfen ab, damit wir danach dann genau sehen können, ob irgendwas tropft oder nicht. Und nun kommt die Dichtheitsprüfung 724 wahrscheinlich. So, machen wir mal Licht an. Geben hier mal Strom drauf. Mit einer Hand ist das gar nicht so einfach. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Pumpe baut Druck auf, das klingt schon mal gut. Es sieht alles dicht aus. Ich habe nirgendwo an meinen Tüchern einen Tropfen Wasser, da wo er nicht hingehört.
Na, das wäre doch mal schön. Lang genug machen wir ja jetzt damit rum und so können wir endlich unsere Umgebung genießen. Wir befinden uns in Mutare, Grenzstadt zu Mosambik und mit seinen angeblich 250.000 Einwohnern mit dem Umland viertgrößte Stadt des Landes. Der Name bedeutet ein Stück Metall, vermutlich weil in der Nähe einmal Gold gefunden wurde. Im örtlichen Golfclub Hillside haben Overländer die Möglichkeit, auf einer großen gepflegten Grasfläche wieder Kraft zu tanken und in dem etwas in die Jahre gekommenen Clubhaus einmal auch den Flair der Kolonialzeit zu schnuppern, einen Drink oder Snack zu sich zu nehmen oder die Duschen zu nutzen. Meist kalt, denn auch hier gibt es eklatante Loadsheddings, also geplant keinen Strom. Besonders putzig waren die Tennisstunden dieser Damen hier, die wir sogar zweimal beobachten konnten, bevor wir uns zu Fuß in die Stadt aufmachten. Muss ich mal nach der Futterbude hier Ausschau halten. Ich riech schon mal was. Auch. Futterbude gefunden, jetzt lädt mich die Dame mir hier mal schön ein. Es gibt erstmal eine Cola. Die Cola ist natürlich warm, weil es den ganzen Tag keinen Strom gibt. Aber besser warme Cola als gar keine. Prost. Wir waren jetzt lecker in der Stadt essen. Lecker ist zu Hause wahrscheinlich relativ, aber wir haben uns gefreut. In einer Local Butze gab es frische Hähnchenkeule vom Grill. Und beeilen uns jetzt, dass wir noch einigermaßen bei Helligkeit wieder auf dem Campground ankommen, weil die haben hier schon einen ganz schön wilden Fahrstil. Und wir sind ja eigentlich nicht beleuchtet. Hier ist das auch nicht anders. Da sieht man aber ganz eindeutig, die Welt ist überall gleich. Kinder spielen gleich im gleichen Alter, fragen die gleichen Fragen, nur in unterschiedlichen Sprachen. Genau, fragen die gleichen Fragen in unterschiedlichen Sprachen. Ich glaube, ich habe das eben auch schon so gesagt. Und gefeiert wird genauso. Wir haben es geschafft. Wir sind sicher auf unserem Platz wieder angekommen. 3 Tage standen wir jetzt schon wieder hier in Mutare am Golfclub Hillside. Ich kann es nur empfehlen, extremst netter Gastgeber. Sehr schöne gepflegte Grasstelle zumindest, von den Sanitäranlagen. Es ist wunderbar in Ordnung, allerdings natürlich nicht europäischer Standard, aber das ist ja auch wurscht, wir sind ja auch in Afrika. Jetzt geht es für uns weiter, wir fahren Richtung Chimanimani in die Berge wieder. Wir haben 3 Tage Wärme jetzt auch genossen, unsere Wasserpumpe ist repariert. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen shoppen, bevor es wirklich wieder in die Berge geht. Da wird es auch bestimmt gleich wieder kälter. Es war so total nett, eben nochmal zum Abschied hat uns unser Gastgeber, der Betreiber von der Campsite, Kevin, der wirklich die ganze Zeit sehr zuvorkommend war und immer wieder gefragt hat, ob alles in Ordnung ist, ob wir noch was brauchen, hat uns eben zum Abschied nochmal gewarnt, dass hier auf der Strecke raus in die Stadt 2 Fahrzeug- oder Gehweghindernisse sind. Einmal hier unten war so eine Senke, wenn man sie ein bisschen schneller nimmt, könnte man abheben. Und die 2 Bumps, die jetzt hier am Ende der Straße sind. Das Blöde ist ja nur, wir haben sie ja bei der Einfahrt schon kennengelernt. Die hat ja René schon sehr, sehr temperamentvoll, nennen wir es mal, genommen und unser komplettes Auto da hinten in Unordnung gebracht. Die nächste spannende Frage, die sich jetzt stellt, wir waren ja gestern Abend essen hier bei so einer Local Butze und hatten noch $1,5 $1,5 haben die uns geschuldet, hatten aber kein Restgeld. Das haben sie gesagt, sollen wir uns heute abholen. Da hat sich René zum Glück eben gerade dran erinnert, ich hätte es schon wieder vergessen. Und das holen wir uns jetzt mal ab, mal gucken, ob das klappt.
Sonst müssen wir halt $1,5 in Local-Währung zu uns nehmen. Die sind, ein halber Dollar sind 500 zimbabwische Dollar. Habe ich ja auch schon im Supermarkt zurückgekriegt, weil die keine Dollar zum Wechsel hatten und ich habe $13,5 bezahlen müssen und hatte mit $50 bezahlt, also als Schein bezahlt, weil ich gehofft hatte, Kleingeld oder eben kleinere Scheine zurückzukriegen, weil man die hier braucht als Währung, um auch mal auf den Markt zu gehen. Also der Dollar ist hier der klassische, $1 ist der klassische Einkaufswert. Also es wird quasi nicht mit kleinerem Geld hantiert. Und wenn man einen halben Dollar hat, der wird dann in lokaler Währung gehandelt oder rausgegeben, weil die nur Dollarscheine haben und keine kleineren Dollarmünzen. Und hier kommt unser Lokal von gestern. Das qualmt schon, der Grill ist schon an. Locker hat das funktioniert. Nein, die Jungs sind ja auch total nett. Die konnten sich natürlich auch noch daran erinnern. Er wusste genau, wo er es aufgeschrieben hatte. Und hat aber natürlich wieder das Problem mit dem halben Dollar, weil wir $1,5 bekommen sollten. Aber da habe ich halt gesagt, hier, dann gib mir $1 und den Rest können sie eine Party von machen. Und ja, und so sind wir dann verblieben. Und die haben sich gefreut, dass ich gekommen bin und alles ist gut und alle sind glücklich und zufrieden. Und die dann wieder einen einzelnen Dollar. Hello, Der ist fine nämlich and you. wichtig, weil hier auf dem Markt zum Beispiel kostet alles quasi $1. Es ist immer alles in $1 Einheiten abgepackt. Den haben wir jetzt. This is your letter. Deal with the apple. This is your issue. Deal with the apple para Jesu. Usa Jesu nyanzako. Gamutule mtoro. Gamutule mtoro. Jesu gamutule mtoro. So 5 € für dieses kleine Stück Käse. Zimbabwe ist nichts für arme Leute wie mich. Aber es gibt wieder alles. Hier gibt es auch wieder Bacon, ist gut. Ich würde sagen, Mosambik hat mich in der Hinsicht ein bisschen verzweifeln lassen. Wow! She's getting one of it. Wir sind erstaunt, was es hier alles gibt. Am Anfang muss man ja immer erstmal, wenn man einkauft, ein Gefühl bekommen für die Preise, die es hier in jedem Land aufgerufen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel für 5 Gurken abgepackt auf dem Markt haben wir $1 bezahlt. Eine Papaya, eine sehr große Papaya, $2. Es hätte eine Tüte, ein Sack mit Mangos. Mit 5 oder 6 Mangos hätten $3, glaube ich, gekostet. $2. Und das war's, was wir eigentlich über. Und ich habe 2 Avocados für $1 gekauft. Ich hätte 5 Stück für $2 bekommen können. Aber das ist einfach, die sind ja so riesengroß. Die sind ja nicht so wie bei uns zu Hause in Deutschland, wenn man die da mal kauft, was man ja nicht tun sollte wegen Flugavocados und Wasser und weiß ich nicht was. Achtung, kurzer Zwischenstopp war das eben eine freichristliche, freireligiöse, was auch immer, Gemeinde unter freiem Himmel. Das sehen wir auch regelmäßig. Und es wird halt überall gesungen und getanzt. Ja, das ist so geil. Wir haben hier vorhin mal angehalten. Da war ja auch gerade Gottesdienst in Local-Sprache, also nicht in Englisch. Das ist schon echt spannend. Die Leute waren sehr hingebungsvoll und schick angezogen, also es ist sehr beeindruckend. Tatsächlich sind 90-95% der Bevölkerung des Landes Christen, wobei der Protestantismus die größte Konfession darstellen soll. Wir fahren auch ohne Konfession strikt südlich auf mal besserem und mal schlechterem Asphalt.
Wir sind jetzt von der A9 auf die A10 abgebogen, von der Main Street von Butare runter in den Süden, weiter tief in die Eastern Highlands rein und wir sind beide komplett ergriffen, haben immer wieder mal unterschiedliche Art und Weise Pipi in den Augen, weil die Landschaft so unbeschreiblich schön ist, dass wir schon wieder keine Superlativen haben, um das so zu benennen. Echt auch immer ganz schwer, das auch filmisch festzuhalten, weil es ist einfach schön. Manchmal muss man es auch irgendwie einfach nur für sich genießen, glaube ich. Und das ist hier gerade so ein Fall. Denn Gefühle lassen sich ganz schlecht in Bildern einfangen, zumindest gelingt es mir nicht wirklich. Und daher genießt einfach mal mit uns und dabei die kleine Erinnerung. Wenn euch die Filme gefallen, dann empfehlt uns gerne weiter, drückt auf den Abo-Button und hinterlasst uns einen Kommentar. Denn dies alles hilft unserem Kanal zu wachsen, ist große Motivation für uns weiterzumachen und die Kommunikation mit euch macht uns ja auch großen Spaß. Danke dafür. Du zuerst? Nee, ich lass dich zuerst. Er konnte eben nicht widerstehen. Das hat ihn so angelacht. Das ist ganz geil, aber das ist gar nicht so süß. Ehrlich? Nein, ist gar nicht schlimm. Sieht aus, als würde es einfach nur direkt auf die Hüftrollen gehen und nach einem Bissen wäre einem schlecht. Wir haben jetzt beschlossen, nicht hier zu schlafen, sondern doch noch mal ein Stück weiter zu fahren. Es ist ja relativ früh und haben jetzt unser Kuchen genossen, die Szenerie genossen und jetzt geht's weiter on the road. Hier gibt es auch wahnsinnig viele Ameisen. Mal die Ameisen abschütteln. Keine mit reingebracht. Dafür erleben wir für uns die ersten satten grünen Farbbilder für unsere Augen. Ein kleiner Eindruck der sich über 300 Kilometer lang ziehenden Eastern Highlands, deren Gebirgszüge als Wasserscheide Richtung Indischem Ozean dienen. Hier ist jetzt mitten im Nirvana ein richtiges Holzwerk. Das erklärt auch den vielen Straßenverkehr, der hier unterwegs ist. Zu Fuß, mit dem Auto. Bye bye Asphalt. Willkommen Gravel Road. Hello, how are you? Hello. Und willkommen Farb- und Erlebnisspektakel. Erste Rundhüttendörfer zeigen sich. Der rote Lateritboden, der sich stark gegen das tiefe Grün der Wälder abhebt, nimmt uns völlig in seinen Bann. Er holt mich wieder ab. Er möchte bestimmt, dass ich von der anderen Seite filme. Ich hab's kontrolliert, das ist extra nur zum Füßewaschen. Ist egal, ich will keine nassen Füße haben. Das Die sind ist- sauber, weil das Wasser sieht nicht richtig sauber Das aus. ist wie eine Dusche, da ist sogar unten drunter asphaltiert. Asphaltiert oder nicht, die Wasserdurchfahrten häufen sich auf jeden Fall, auch vorbei an nicht benannten Wasserfällen. Es ist doch ganz trocken, jetzt schon die Freilaufnahmen rein. Machst du mir ja Sorge. Ich bin hier der Sicherheitsbeauftragte. Na dann.
Und ob die Fälle einen Namen haben in unseren Karten oder nicht, sie sind einfach nur wunderschön und läuten eine Fahrt durch den Chimanimani Nationalpark ein, der immerhin schon 1950 gegründet wurde, grenzübergreifend nach Mosambik führt und große Teile nur zu Fuß zu erkunden sind, wo kleine Gebirgsbäche immer für ausreichend Trinkwasser sorgen. Der in den Tiefen gelegene Skeleton Pass wurde in der Vergangenheit von den Sklavenhändlern genutzt, daher wohl auch die Namensgebung. Jetzt aber zurück zum Schönen. Die mich hier so hin zum Nachtplatz entführt. Das wollte ich gerade von meinem Mann sagen. Der hat mich hier hochgeschickt. Du fährst, du bist verantwortlich. Ne, wir suchen halt irgendeinen Nachtplatz hier auf dem Weg jetzt, weil wir haben schon wieder 5 Uhr und wir müssen irgendwo mal einen Platz zum Schlafen finden. Und das war jetzt gerade hier so ein Abzweig von der Hauptpiste und den fahren wir jetzt mal. Ich hoffe, dass das irgendwie da hoch auf den Berg geht und dass wir dann noch Aussicht haben. Mal wieder so ein üblich beschwerlicher Nachtplatzsuchweg. Aber wir haben gleich, glaube ich, Erfolg, denn vor uns öffnet sich das jetzt. Wir kommen jetzt aus dem Wald raus und wenn wir Glück haben, finden wir jetzt hier irgendwo einen schönen Platz mit Aussicht. Das wäre eigentlich der Plan. Hier hätten wir schon mal ein Plätzchen, wo wir uns hinstellen könnten. Hier wäre schon mal ein Platz, wo wir uns hinstellen könnten. Aber du kannst ja noch weiterfahren, ich laufe noch ein bisschen nebenher. Ich laufe noch mal ein bisschen neben mir her. Dann hast du auch nicht so viel Bewegungsdrang, wenn wir dann stehen bleiben. Das ist wohl möglich. Aber ich glaube fast, ich kann schneller laufen als fahren. Hilfe, ich werde verfolgt! Sie hat mir wieder angehalten. Danke. Mach sehr gerne, mein Herz. So, jetzt haben wir den Gipfel hier erreicht. Da haben wir theoretisch sogar gute Aussicht, halt ein bisschen bewölkt. Jetzt suchen wir nur noch einen Platz, wo wir schön gerade stehen können. Neben der Chimanimani-Region bestehen die Eastern Highlands aus insgesamt 3 Teilen. Im Norden, weit oberhalb Mutares, die Region Nyanga mit dem höchsten Berg des Landes, dem Mount Nyangani, immerhin 2592 Meter hoch. Dem Honde Valley der Wumba Mountains, die wir ja schon besucht haben, und eben hier die Region. Die Höhenlagen bieten ein kühleres und feuchteres Klima als im Rest des Landes. Wir haben ein kleines Paradies gefunden, leider mitten auf der Straße oder auf der Piste. Wir fahren hier entlang, hier ist eine Brücke.
In Regenzeiten, wenn es stark regnet, ist die bestimmt überflutet. Und guck doch mal da rein. Das ist ja hier wie im Dschungelbuch. Kommt mal mit. In Flipflops. Tarzan war barfuß. Ja, Tarzan war mit allen Tieren befreundet. Ist das geil. Das ist ein bisschen der Hammer. Ist das schön. Wir sind hier in den Chimanimani-Bergen und das Gebiet ist zweigeteilt. Einmal gibt es hier ganz viel Aufforstung. Da unten werden auch Wälder echt platt gemacht, da hinten dran wieder neu eingepflanzt. Und dann gibt es hier die Bereiche, wo es richtig urwaldig ist, was auch geschützt ist, ist Nationalpark. Da kommen wir jetzt allerdings erst rein. Und so sieht es eine Kurve später aus. Wir machen uns auf den Weg auf die Old Scenic Route von Cashel nach Chimanimani. Das sind so um die 70 Kilometer hier entlang der Berge, über die Berge, am Rand der Berge. Und ja, wie gut die Piste ist, wir wissen es nicht, wir werden es lernen. Und dann nehmen wir euch jetzt mal mit. Auf jeden Fall ist die Piste nicht oft befahren und berührt immer wieder die Grenze zu Mosambik. Auch wenn wir sie nicht überfahren können, da steile Felsabbrüche mitunter die Grenze kennzeichnen, zumindest für Fahrzeuge. Tembo hat einiges zu bewältigen, sowie auch unsere Sinne. Bye bye. Da gab es gerade mal wieder eine kleine Schranke und da war ein Mann, der die Schranke verwaltet hier in den Bergen, wo wahrscheinlich alle 4 Tage mal einer vorbeikommt. Und er war auch nicht so ganz zufrieden mit seinem Job. Also er sitzt da wohl seit 3 Monaten, bekommt kein Geld. Das fand er etwas doof. Kann ich natürlich verstehen. Und ja, war nicht so ganz zufrieden mit der wirtschaftlichen Situation in Simbabwe. Ich war pro Wilderei von Elefanten. Genau, da wird man wenigstens ein bisschen Geld verdienen mit den Hörnern. Genau. Yvonne wird es nachher wahrscheinlich eh wieder petzen. Nein, man muss diese Strecke nicht fahren. Es ist die alte Hauptverkehrsverbindung nach Chimanimani, aber mittlerweile gibt es eine neuere Piste, die besser ist. Aber es gibt eine Straße. so eine richtige Straße. Richtige Straße. Aber da Yvonne ja bekannt dafür ist, dass sie gerne so ein bisschen Adventure hat, sucht sie sich halt auch immer die kleinen, schönen Straßen aus. Und es soll natürlich die schönste Strecke sein. Mit der herrlichsten Aussicht. Das ist sie auf jeden Fall. Und wie es für uns weitergeht, das zeigen wir euch dann in der nächsten Woche wieder. Denn zu viel schöne Eindrücke müssen ja irgendwie verarbeitet werden können. Und dafür geben wir euch jetzt die Zeit. Danke für euer Interesse und wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund, genießt das Leben und bis dann. Tschüss und bye bye.